Okay, dann ja, herzlich willkommen zum Webinar für Dezember. Kurz vor Weihnachten noch ein paar Neuigkeiten von uns, was sich jetzt mit dem Makers Choice 2512 auch getan hat, aber eben auch, also nicht nur eben das Makers Choice, sondern wie immer auch dann, was sich sonst ja, in unserem Makers Club mitgetan hat. Ähm, genau. Benjamin Wies und ich sollten hoffentlich allen bekannt sein. Wir werden euch wie ja, die letzten Release auch immer durch dieses heutige Webinar durchführen. Ansonsten nur ganz kurz zu meiner Person, Andreas Dallner. Ich bin verantwortlich bei Simplify für das Thema Produktmanagement, wo wir die ganze operative und strategische Planung vom Produkt eben machen, und Ben, der bei mir eben als Product Owner oder auch als Produktmanager dann da entsprechend mit dabei ist und da ja auch bei den Teams direkt dran ist und die ganze Planung übernimmt. Genau. Was haben wir heute für euch wieder dabei? Agenda ist wie üblich. Einmal, was ist bei uns gerade aktuell auch an jetzt mal sonstigen Themen unabhängig vom Release. Dann, was waren die Release-Highlights? Genau, werden dann wieder auch eine Frage- und Antwortrunde machen. Nutzt gern auch, wie immer schon, das Q&A-Feature von Teams. Wenn ihr zwischendrin auch Fragen habt, stellt da zwischendrin eure Fragen. Wenn es passt, geht man zwischendrin schon drauf ein, ansonsten dann in der Fragerunde. Und zum Schluss geben wir euch dann gerne wieder auch ein Feedback oder einen Ausblick, besser gesagt, an den Themen, wir gerade arbeiten oder die so als nächstes dann noch bei uns anstehen. Genau. Insofern, bevor wir auf das Release kommen, gibt es Neues bei Simplifier? Ich weiß nicht, ob es einer schon gesehen hat auch. Wir haben 3 neue Kurse veröffentlicht. Einmal zum Thema Datentypen, zum Thema Templates und zum SQL-Konnektor. Also hilft natürlich vor allem allen neuen Nutzern, aber auch für euch, wenn ihr da noch ein bisschen Deep Dive für euch machen wollt. Ja, macht gern die Kurse und ja, habt da nochmal, glaube ich, einige Themen, ergänzende Doku, die euch da weiterhelfen können. Genau. Sind ansonsten auch dabei, gerade die Advanced-Kurse noch zu überarbeiten, dass die dann auch in dem neuen Format mit drin sind. Das haben wir jetzt aber für das Release nicht geschafft. Da gucken wir, dass wir dann da auch weitergehen. Genau, wenn es Themen gibt, wo ihr sagt, da wäre auch für euch mal ein Kurs gut, schickt da gern Benvise und mir da einfach die Themen oder stellt sie auch in den Chat rein, dann können wir auch da noch mal gucken, ob wir da ja nicht dann auch passende Kurse machen. Ja, Ziel ist ja da, ein ergänzendes Angebot zur Dokumentation zu haben, ja, um im Selbststudium einfach da an die Themen ranzukommen, die man braucht. Genau. So viel zum Thema der Kurse, und dann kommen wir schon gleich zum Makers Choice 2012 Release. Genau, hallo auch von mir, da werde ich kurz durchführen. Genau, was sind die Highlights, die wir hier rausgepickt haben für das Release? Natürlich noch viel, viel mehr drin, aber die 4 Highlights wollen wir hier vorstellen. Das eine ist das Thema MCP-Server. Wir hatten das im letzten Release zum ersten Mal schon drin, dass wir einen MCP-Server für Simplifier anbieten. Vielleicht für die, die das nicht kennen, MCP ist so eine Schnittstelle, ich sage mal USB-Schnittstelle für KIs. Ja? Also das ist eine Möglichkeit, mit der KI-Agenten auf externe Werkzeuge, auf externe Software zugreifen können. Das heißt, was hiermit möglich ist, ist, dass ihr mit einem KI-Agent wie ChatGPT, wie Cloud Code auf Simplifier-Funktionen zugreifen könnt. Also ist noch nicht alles mit drin, was wir letztes Mal mit drin hatten, war schon Business Objects und der REST-Connector, und wir haben es jetzt noch erweitert auf, wir haben RFC-Connector dabei, SQL-Connector und SOAP-Connector mit drin. Das heißt, eure KI-Agenten können für euch die Konnektoren erstellen, die Authentifizierungsmethoden sind mit drin und sozusagen die ganzen, ja, Metadaten, sage ich mal, und Informationen, die so ein KI-Assistent braucht, um das Ganze zu bauen und auch testweise auszuführen. Das funktioniert auch. Also das haben wir nochmal ordentlich verbessert. Wir haben das Ganze auch mittlerweile als Docker-Container zur Verfügung gestellt und sind auch ja, so in diesen bekannten Registries drin. Wir haben auch beantragt, bei der Docker Registry selber drin zu sein, also in diesem MCP-Katalog von Docker. Der Antrag ist nur noch nicht durch, aber ich denke, das sollte da auch kürzer verfügbar sein, aber ihr könnt es natürlich trotzdem schon verwenden. Genau, das nächste Thema Build AI. Also Build AI nochmal ganz kurz bei uns bedeutet KI
Features im Simplifier, die euch helfen, Apps und Workflows zu bauen, versus Business AI. Das nennen wir KI-Funktionen, die ihr in eure Apps einbaut für die Nutzer der Apps. Genau, wir hatten im letzten Release hier schon experimentell ein Feature eingebaut, um mit einem KI-Assistenten Workflows zu erstellen. Das haben wir jetzt wir nennen das Preview Stage Release. Das bedeutet, ihr könnt es produktiv einsetzen. Es funktioniert soweit alles. Es sind noch ein paar Ecken und Kanten, deswegen haben wir es noch nicht im Release-State, wo es dann wirklich per Default an ist. Das heißt, im Moment ist es noch so, es ist per Default ausgeschaltet in den Simplifier-Settings. Ihr müsst einfach nur einschalten, dann könnt ihr es benutzen. Es ist auch im Moment noch kostenlos nutzbar. Es wird später mal dann ein Paid-Feature werden, aber jetzt wollen wir da auch wirklich noch euer Feedback einholen und möchten, dass möglichst viele das auch einfach mal ausprobieren. Genau, was könnt ihr damit machen? Im Endeffekt fragt euch der KI-Assistent im Workflow-Designer eure Anforderungen ab für den Workflow und anschließend generiert die KI dann den Workflow für euch und danach könnt ihr praktisch oder müsst ihr dann teilweise noch selber zum Beispiel sowas wie User Assignments vornehmen, aber so die gesamte Struktur und auch die Condition-Logik und so weiter ist schon mit drin. Also da immer gerne Feedback geben, gerne auch einfach per E-Mail oder gerne auch, falls ihr schon getestet habt, auch heute in der Q&A können wir gerne drüber sprechen. Genau, also das werden wir auch noch ein bisschen weiter verbessern. Da auch gerne Genau. schon, also herzlichen Ja. Dank für alle, da haben wir schon einige Sessions ja auch mit einigen durchgeführt für das ganze Feedback, was wir schon bekommen haben, was ja auch mit ein Grund war, warum wir da jetzt nicht beim letzten Release Schluss gemacht haben, sondern noch weiter dran gearbeitet haben, um da das Feedback mit aufnehmen zu können. Ja? Also da herzlichen Dank für. Ja, absolut, ja. Das war super wertvoll, da mit manchen von euch da wirklich auch Testings zu machen, wie gut es schon funktioniert. Genau, steht ja da, wir haben auch 5 Ideas aus dem Idea-Portal mit umgesetzt in dem Release. Eins davon ist auch das hier mit dem Monaco-Editor. Monaco, das ist der Code-Editor, der in VS Code, also eine der verbreitetsten Entwicklungsumgebungen, verwendet wird. Der ist Open Source und den haben wir im Simplifier integriert, jetzt im Moment noch im Experimental State. Der ist noch nicht überall drin, wo wir Code-Editoren haben. Also jetzt erstmal ist es drin für Business Objects, also Server-Side und Client-Side Business Objects. Wir haben es im SQL-Editor, beim SQL-Connector mit drin und im Template-Editor. Wir haben jetzt in der Phase noch keine Toolbar oder sowas integriert. Es ist sozusagen einfach nur der Monaco-Editor selbst, der selber schon unglaublich viele Features mitbringt. Wir werden da auch noch eine Toolbar noch mit rausbringen und es sind noch so Kleinigkeiten wie zum Beispiel die Dialog-View, wo man den Editor vergrößern kann, dass er praktisch den ganzen Bildschirm einnimmt. Da haben wir den Monaco noch nicht drin. Genau, deswegen, also da wird noch einiges kommen, aber was uns jetzt auf jeden Fall wichtig ist, ihr könnt es benutzen, schaltet es ein in den Settings, damit der Monaco-Editor auch aktiv ist, sonst seht ihr noch den alten. Und wir würden uns hier sehr über Feedback freuen. Also per E-Mail, ihr könnt aber auch in der Idea, im Ideas-Portal, in den Kommentaren gerne einfach reinschreiben, was euch noch fehlt oder was vielleicht noch nicht so erwartungsgemäß funktioniert. Und genau, das ist super wichtig für uns, damit wir das jetzt einfach noch weiterentwickeln können und da hier und da einfach noch Verbesserungen machen können dann fürs nächste Release. Jawohl, und zu guter Letzt haben wir unsere Template-App aus dem Standard-Content hier umfassend erweitert, also vielleicht für die, die das nicht kennen, SAP hat die sogenannten Fiori Guidelines. Das sind so Guidelines, Richtlinien, Orientierungshilfen und auch Best Practices, wie man Apps mit UI5 baut. Also da geht es darum, wie baue ich meine Screens auf, von der Struktur und auch vom User Flow und welche Controls verwende ich für was. Und da haben wir mal so die wichtigsten Best Practices einmal da drin zusammengefasst, sehr übersichtlich, aber die App ist auch gleichzeitig eine Referenzimplementierung für diese Fiori Guidelines. Also ihr seht da die verschiedensten, sage ich mal, Views und Floorplans nennen die Fiori Guidelines das, die es in den Guidelines gibt. Die könnt ihr da praktisch anschauen und sehen, wie wir die implementiert haben. Und ja, das hilft euch dann praktisch als so eine Art Referenzimplementierung dann für eure Apps, um eure Apps dann auch Fiori-konform zu gestalten. Genau, das wären mal die 4 Highlights. Machst du mal weiter? Also, wir können weitergehen, genau, also ganz gerne, also Aufruf, ne, wir haben ja da auch in dem QR-Code, ansonsten haben wir auch den Link ja per E-Mail verteilt, taucht auf den Instanzen auf. Schaut euch die Release Notes an, also das sind jetzt ja wirklich nur die Highlights.
die wir hatten. Da sind noch einige andere spannende Themen mit dabei. Auch, wie gesagt, steht da ein paar andere Ideen, die wir mit umgesetzt hatten. Ich will hier die Teilnehmerliste auch durchaus von den Teilnehmern hier aus dem Kreise, dann mit Carmen. Genau. Habe auch da überall die Doku-Links verteilt oder mit aufgenommen. Da zum Beispiel jetzt wie bei dem Monaco, was sind die Einschränkungen? Also das findet da alles darüber noch raus. Genau, aber da einiges spannend noch mit bei. Schaut euch die Release Notes an. Und wenn Fragen sind, wie gesagt, wie immer sind Ben und ich dann auch für euch da und dann könnt ihr euch bei uns melden, falls noch was offen wäre und dann Fragen. Genau. Ich sehe gerade, Insofern, Frage noch, da wird gerade gefragt mit dem Feature, dass die AI Tests schreibt für die Apps. Das ist tatsächlich als Experimental hier schon mit drin. Wir haben es jetzt hier noch nicht als Highlight, weil es noch sehr, sehr rudimentär einfach ist und wir da noch sehr, sehr viel machen möchten, um das zu verbessern. Aber es ist tatsächlich schon im Release drin. Ihr könnt es einschalten. Es ist auch kostenlos verwendbar im Moment noch. Probiert es gerne aus, gebt uns Feedback. Wir werden auch auf manche von euch sicherlich nochmal zugehen, um mit euch da Tests zu fahren. Genau, also grundsätzlich ist es so, ihr könnt im App-Editor in dem Testbereich, kann man heute schon OPA5-Tests händisch programmieren, um Testautomatisierung eben zu haben für die App. Mit dem neuen Feature kann man diese Tests tatsächlich schon durch KI generieren. Das funktioniert so, dass man sich durch die App durchklickt und im Hintergrund werden Logs generiert, die praktisch aufzeichnen, was der User macht und daraus generiert dann die KI entsprechend den Testcode. Funktioniert ist noch sehr, sehr basic. Also zum Beispiel sind die User Journeys müssen end-to-end sein, die können noch nicht aufeinander aufbauen. Das werden wir im nächsten Release dann ermöglichen. Und auch vom Kontext her ist noch nicht optimal, können die Tests noch nicht alles abtesten und sowas. Aber probiert es gerne schon mal aus. Also es hat auf jeden Fall jetzt schon Mehrwert, würde ich sagen, weil das schon sehr, sehr viel dann einfach schon mal da ist, das man verwenden kann, um darauf aufzusetzen. Ja, genau, das nur kurz zu der Frage. Aber ja, da werden wir dann im nächsten Release sicherlich noch mehr zu erzählen. Ja. ist aber auch generell gute Überleitung zum Fragenteil, ja. Also gerne mehr Anfragen. Also wir können euch auch, wenn ihr lieber so antworten wollt, die Mikrofone die können wir auch freischalten tatsächlich jetzt wieder. Ich glaube, das muss ich einzeln machen. Das heißt, wenn einer was hat, gerne die Hand heben, dann kann ich da auch das Mikrofon noch einmal entstummen. So. Also wir haben jetzt von Christoph Steinbach kommt noch eine Frage rein bezüglich der öffentlichen Playground-Instanz. Das haben wir tatsächlich aktuell nicht. Ben hat immer eine Instanz dabei, wenn er mit euch mal so Test-Sessions macht. Das andere, was ihr natürlich machen könnt, ansonsten ist, dass euch temporär einmal eine Free-Trial-Instanz holt. Haben wir auch schon umgestellt, die wird auch schon mit dem neuesten Stand ausgeliefert. Auch da, den Weg kann man immer gehen. Ich hoffe, deine Fragen sind damit auch beantwortet. Ansonsten kannst du gerne noch bei uns melden. Passt. Gibt zwei, drei Fragen. Dem scheint nicht so zu sein. Zumindest kommt gerade nichts rein. Wenn ansonsten noch was kommt, wie gesagt, wir sind erreichbar. Meldet euch bei uns. Dann können wir auch dann die Fragen noch zur Not bilateral klären. Insofern lasst uns noch mal einen Blick nach vorne werfen. Genau, wie gesagt, das eine Thema Monaco-Editor, was wir jetzt erstmal als Experimente gebracht haben, wollen wir, wie gesagt, verbessern. Eben immer gerne mit eurem Feedback. Dann Thema OData sind wir nach wie vor dran. Also da haben wir schon recht viel gemacht. Wir haben ja dieses OData Service Shape im Process Designer, um hier sehr, sehr einfach OData V2 und V4 integrieren zu können in die Apps. Das wollen wir noch weiter verbessern. Also zum Beispiel werden wir da die Datentypen generieren aus dem OData Metadata, um dann auch die Typen in Variablen auch verwenden zu können.
Und auch die Functions und Actions kann man im Moment noch nicht als Data Source verwenden. Das wird auch noch kommen. Und wir haben noch so ein, zwei kleine Sachen, also zum Beispiel Deep Create unterstützen wir noch nicht. Da hat man nur jetzt gesehen, dass es dafür Use Cases gibt. Das wollen wir auch noch machen. Genau, also es steckt da dahinter, sind so ein bisschen Blumenstrauß aus verschiedenen Verbesserungen noch zum Thema OData. Dann Thema RTL. RTL, das steht für Right-to-Left Languages. Also bisher hatten wir im Simplifier noch keine Right-to-Left Languages wie Arabisch drin. Das werden wir jetzt supporten, auch im Mobile Client. Und genau, das steckt da dahinter. Wir werden auch noch weitere Sprachen in dem Zuge hinzufügen, die es heute nicht gibt, die immer mal wieder nachgefragt wurden. Das sind so Sprachvarianten, zum Beispiel Brasilianisches, Portugiesisch ist dabei. Dann werden wir Englisch in Britisch und US-Amerikanisch unterscheiden und ja, noch so ein paar Sprachen, die bisher einfach gefehlt hatten. Genau, und unten, wie gesagt, das Thema Test Generator, also dass die KI diese OPA5-Tests generiert, was jetzt erst bei Experimental nur drin ist. Da werden wir auf jeden Fall auch weiter dran arbeiten. Und genau, wie gesagt, hier auch gerne Feedback an uns. Genau, das zu den Schwerpunkten, wo wir jetzt dran sind oder zeitnah mit beginnen, ja, von den Hauptthemen her. Ergänzend dazu, weil gerade im Chat da noch die Frage hochkam, App Editor V2, wie ist eigentlich da der Stand? Ja, das ist ein Thema, um das kümmern wir uns tatsächlich gerade immerhin sehr intensiv. Sind aber noch dabei, einige Sachen auszuprobieren, was Thema KI-Integration betrifft, wie man da perspektivisch dann auch mit umgehen können, dass wir uns da nichts verbauen, was Thema, wie können wir Datennutzung vereinfachen, weil doch einige auch inzwischen ja Fiori Elements auch kennen und da irgendwo auch aus der Ecke kommen und da Sachen brauchen. Da sind wir gerade dabei, wie wir das in einem das Konzept so fahren können, dass wir da, wie gesagt, dann den Weg gehen. Deswegen gibt es ja leider jetzt noch nichts zum Zeigen. Sobald es da was gibt, haben wir ja versprochen, werden wir das auch tun. Sind wir gerade intensiv dabei, auch die Konzepte dazu zu prüfen und wie gesagt, erstmal intern Sachen ausprobieren, um dann jetzt dann Anfang des Jahres dann uns auch für einen Weg dann zu entscheiden, wie wir ihn gehen. Sobald es dann klar ist, geben wir das dann gerne auch raus, ja. Okay. Noch einmal. Sonst waren keine weiteren Fragen, wie ich da sehen kann. Ja, dann war das heute ein bisschen kürzer, aber schade, glaube ich nicht. Doch, eins kommt gerade noch rein. Dann nehmen wir den noch mit. Also Frage ist tatsächlich, ob wir Pläne haben, um eine Mandantenfähigkeit zu erhöhen. Das heißt, dass man auf eine Institution mehrere Kunden und Projekte fahren kann. Dazu haben wir im Moment keine konkreten Themen oder kein konkretes Doing, was wir tun. Aber da können wir gern im Nachgang nochmal sprechen, Aronas, was bei euch so die Anforderungen da sind, ob wir da noch andere Lösungsideen dafür haben. Ja. Das können wir gerne einmal betrachten. Aber da jetzt, dass wir konkrete Mandantenfähigkeit umsetzen wollen, keine Pläne. Wo wir gerade so ein bisschen gucken, an Themen ist aber eher dann so der Operations-Bereich, wie wir eher dann auf ja, so Multi-Instanz-Setups leichter fahren können, was ja vor allem gerade für unsere Partner relevant ist, wenn die eben für mehrere Kunden dann Simplifier bereitstellen auch, ja. Okay, dann 3, 2, 1, sonst kam jetzt da nichts weiter rein. Ja, dann bleibt mir zum Abschluss eigentlich nur noch zwei Themen. Einmal schon mal Vorankündigung, soll der vom Flo bekannt sein. Am 11. Februar ist dann unser nächstes Release. Dann auch an dem Tag dann wieder das nächste Webinar machen. Ja, ansonsten möchte ich mich ja auch im Namen von Simplifier herzlich eigentlich für das letzte Jahr auch bei euch bedanken. Hoffe, dass ihr auch alle zwischen den Feiertagen ein bisschen zur Ruhe kommt. Einfach wieder frische Kraft tanken. Ich freue mich schon aufs nächste Jahr, auch gemeinsam mit euch das ganze Thema weiterzutreiben, zu schauen, was können wir da auch an neuen Features bringen, die euch weiterhelfen, weiterbringen. Insofern, ja, von uns frohe Festtage, frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Dankeschön.